You know a Freddie Calhoun? Sure, I know Freddie needs money to get out of town. Says he's prepared to blow the whistle on a primo reefer distribution ring. Says he Has he said how much it's going to cost? $50. And the department will front me the 50? You can put in an expense claim. He's over at Mike Lyman's on Hollywood Boulevard. See what you can find out. So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von L.A. Noire. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like und ein Abo da und unterstützt mich und supportet mich und helft mir auf dem Weg zu 5000 Abonnenten. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und wir sind weiterhin im Sitdezernat mit L.A. Noire oder in L.A. Noire mit Cole Phelps und mit Roy Earl, unserem neuen Partner, der nach wie vor mit Vorsicht zu genießen ist. Wir haben wohl eine heiße Spur zu einem Drogenring und ein Informant, der sitzt in Mike Lamars Bar und da fährt Roy Earl zuallererst mal hin. Ich wünsche euch viel Spaß. Guck mal, Roy Earl, der kommt sogar angesprintet. Das hat Rusty früher nicht gemacht. Ich hoffe, euch geht's gut soweit. Lehnt euch zurück, genießt die Folge. Und dann schauen wir mal, was uns alles in dieser Folge erwartet. Ich bin der Meinung, ich kann mich leicht erinnern, dass wir auch ein paar Schießereien machen müssen. Und Schlägereien, was in der Sitte gang und gäbe ist und zur Tagesordnung gehört. Mike Lyman's Bar. Da soll also der Informante sitzen. Ich glaube hinten, da. Der Typ, der hinten im zweiten Raum raucht. Der muss es sein hier. Der hat nämlich jetzt ein paar Informationen für uns. That's him in the back, Cole. Freddie, you're looking good. You're gonna help me, right? That's what I'm here for. You got the money? The 20? Sure, right here. 20? I said... You want the money or the alternative? Tell us about the reefer, Freddie. Who's he? Another good Samaritan. Answer the question. Brass comes from Tijuana. They bring in 50 pounds a week. 50 pounds? Are you hallucinating, Freddie? Gets stashed at a house at 1452 North Las Palmas. Names, Freddie. The guy at the house is a spick that goes by the name Juan Garcia Cruz. Well, be careful. He likes guns. Now, do I get my money? Do me a favor, Freddie. Spend the money on a bus ticket. You can't last forever on a snitch jacket. Tja, wenn die das nämlich erstmal rausfinden, ist ja sowas von tot. Also, der Informant hat gesprochen. Wir untersuchen jetzt den Wohnsitz, werden uns also auch wieder auf eine Schießerei einlassen müssten. Aber das ist das Coole dran. Ich finde, das hat irgendwas. Natürlich wird unser Kollege hier, Juan Garcia. Und dann schauen wir mal, wer und was uns da alles erwartet. Jetzt geht es also um Gras. Im letzten Fall ging es ja mehr so um Morphium und Spritzen. Jetzt geht es wahrscheinlich mehr um Gras. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Wohnsitz, da haben wir es nämlich schon. Parnell's Soup Company. Oh oh. Da ziehen sie schon mit ihren MGs aus dem Fensterrahmen raus. Und da geht's schon los. Und zwar müssen wir jetzt nämlich hinten rein. Nicht vorne, weil vorne werden wir zu Brei verarbeitet. Wir müssen hinten rum. Wir müssen uns also hier hinten wegschleichen. Ja, einige Male werden wir getroffen. Und jetzt müssen wir, nein, aus der Deckung. Zack. Ihr habt gesehen, ey, ein paar Schüsse mit dem MG und unser Bildschirm wird immer dunkler und immer grauer. Wir laden uns erstmal wieder auf und dann gehen wir hier rüber. Und zwar hier. Weil sobald wir vorne rumgehen, ist vorbei. Wir müssen hier hinten jetzt ins Haus rein, ganz vorsichtig. Na komm, Cole. Trau dich. Ich muss nur gucken, wo sie jetzt stehen, ey. Die stehen, glaube ich, gleich hier um die Ecke, so. Da. Ich hab's gewusst, ey. Guck, das ist das Schwierige daran, wirklich. Das ist dann auch eine Sache, wo ich sage, das ist ein Nachteil, mit Controller zu spielen. Schau mal. Die können uns hier gar nicht treffen. Die wissen gar nicht, dass wir hier sind. Zack. Kann ich die von hier vielleicht abschießen? Nee, ne? Oder wenn der Typ nochmal rausschaut, ist das vielleicht von hier auch möglich? Nee. Ich muss hinten rum, ey. Jetzt halte ich mich hier an so einer kleinen, popligen Schießerei auf. Das gibt's doch gar nicht. Ich als jemand, der im Okinawa-Krieg war. Na, los. Wir müssen hier reinkommen. Was macht unser Kollege? Der geht von hinten rein. Ich gebe mal so einen kleinen Warnschuss ab. Schade, wollen sie nicht? Ich muss, glaube ich, hier hin. Da ist der eine.
Na los, komm. Raus mit deinem MG. So, der erste ist down. Wo ist denn der zweite? Da hinten. Den kriegen wir jetzt auch noch hier. Pass auf, und zwar so. Wenn ich den nachgeladen habe. Zack, 1, 2, 3. Jetzt muss er down sein. Oh, gewaltsam durch die Hintertür. Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. So, alles klar. Schießerei ist vorbei. Die Leute werden uns leider keine Fragen mehr beantworten können, aber I'll ask you politely to move on. Next time I won't be so nice. ist wie es ist. So, dann wollen wir mal das Ganze hier durchsuchen. Ah, guck mal. You guys don't half leave a mess. Ihr seht oben rechts die Dope peddler, Juan Cruz. You open fire. Errungenschaft, die ich freigeschaltet habe. The story tells itself. So, also. Der Gerichtsmediziner ist auch schon da. Wo fangen wir den jetzt an? Ich gucke gerade mal. Und zwar beim toten Drogendealer gibt es zunächst mal eine Silbermünze. Oder ein Silberdollar oder was weiß ich. Der hat ein bisschen was abbekommen. Ein bisschen Nasenbluten. Ich würde damit mal zum Arzt gehen. Gut, der wird jetzt hier nichts haben an Schmuck oder so, was ist Interessantes. Irgendwo hat er einen Silberdollar. Ist er vielleicht hier drin? Ah, guck mal, hier ist ein Silberdollar. Silberdollar des Schützen. I thought they took these things out of circulation. Das sind vorne 3 Buchstaben MAS. Und was steht da drum? Pluribus Unum. Irgendwie 1800, was weiß ich. Also auf jeden Fall den Silberdollar, den behalten wir mal. Aber das war's. Glaube ich, oder? Ist auf der anderen Seite noch irgendwie ein Brief? Ah, guck mal, der Ausweis. Und zwar haben wir hier einen gewissen Juan Garcia Cruz. Führerschein. Adresse und so weiter und so fort. Latino, 1,75. Drogendealer. Juan Garcia Cruz. This is his address, but this place looks like a front. Er gibt eine andere Adresse an, als er eigentlich wohnt, meint er. Schade, auf der anderen Seite war wohl nix. Jetzt schauen wir mal hier weiter. Und zwar müssen wir ein paar Notizen durchschauen. Ich glaube hier. Da ist irgendein Hinweis für uns drauf. Genau. Masankey. Is this a drug or a village in Borneo? Doesn't appear to be in Spanish. Masankey. Wir haben ja schon die ersten 3 Buchstaben MAS auf der einen Silbermünze gesehen. Vielleicht gibt es ja noch mehr Silbermünzen. Na, Roy, gönnst du dir wieder? Guck mal, bei der Arbeit gönnt er sich ein Bier. Nee, da will ich nicht draus trinken, da hat er schon draus getrunken. Jetzt haben wir nämlich diese ganzen, ja, Kartons von Panels Suppencompany oder Suppenfabrik, gegründet 1899, Tomatensuppe. Doesn't anyone eat regular meals anymore? Junkies feeding on popcorn and grasshoppers living on soup. Tja, aber glaubt man nicht, dass da Suppen drin sind. Da wird Gras und sowas drin sein. Jetzt haben wir da ein Telefon. Ich gucke nochmal die ganzen Hinweise durch. Wir haben noch ein Schlafzimmer. Okay, das ist nur ein Zeitungsartikel, oder? Ich gucke trotzdem nochmal, ob der wichtig ist. Hier im Schlafzimmer. Weil die Zeitungen nehme ich jetzt nicht unbedingt mit. Achso, aber es ist ein Artikel. Okay, der ist wichtig. Ich dachte, das wäre jetzt so eine Zeitung. Da haben wir ja Panels Suppencompany. Die Adresse steht auch schon mit dabei. Also haben wir doch schon mal unseren nächsten Anhaltspunkt. Höchste Qualitätsstandards. Gefüllt mit Gras. Wenn Sie jetzt eine Suppenverpackung kaufen, kriegen Sie eine zweite umsonst, wahrscheinlich. So well stocked with soup. Tja, unglaublich, ne? Was da für Leute mit drin hängen, ey. Die müssen normalerweise alle einen Kopf kürzer gemacht werden zu der damaligen Zeit. So, jetzt haben wir nämlich noch was im Gartenhaus. Aber ich schaue gerade nochmal hier alles durch. Wir haben die Kartons, wir haben den Zeitungsartikel, wir haben die Notiz auf dem Zettel, dieses Masang K. Das klingt wie eine Krankheit, ey. Dann Tijuana Drogenlieferung, versteckter Raum im Gartenhaus. Also müssen wir nochmal raus und dann noch einmal ans Telefon. Wobei, wir machen das jetzt kurz. Wir gehen jetzt ans Telefon und dann gehen wir raus ins Gartenhaus. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address on a Parnell Soup Company. A head office or factory in the Los Angeles area. Just a second, Detective. Only one address listed.
6310 Fountain Avenue. Thanks, ma'am. Wow, wie immer sehr gut, was die Informationen angeht. So, die Adresse haben wir. Jetzt gehen wir ins Gartenhaus, denn da, das ist ziemlich cool gemacht auch, liegt nämlich versteckt noch ein Geheimraum. Und zwar müssen wir jetzt an irgendeiner Dose ziehen. Ich glaube, war das die hier? Aber da ist irgendwas drin. Aha. Muttern, Schrauben, Unterlegscheiben, das war leider die falsche Box. Ich glaube, dann müssen wir die nehmen. Die müssen wir, glaube ich, jetzt nach unten ziehen oder drücken. Dann war es doch woanders. Dann war es hier. Irgendeine Box müssen wir jetzt ziehen. Ich gucke trotzdem mal alle Boxen durch. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Vielleicht ist ja doch irgendwo noch ein Hinweis versteckt, der hier nicht drin steht. So, zack. Jetzt machen wir das mal auf. Oh. Hehe, Alter. Phelps, you jump like a girl. Ja, ist klar. Ist klar. Wer ist denn hier jetzt hier der Angsthase, Roy? Wollen wir das nochmal hinterfragen? So, aber das muss es jetzt, glaube ich, sein. Ja. Ist das cool gemacht oder Now nicht? we're getting somewhere. Das muss man den auch mal lassen, ey. Sowas Geiles hier einzubauen. So ein Mechanismus, so ein Hebel. Und jetzt schauen wir auch noch die letzten Boxen durchkommen. Wenn wir gerade schon dabei sind. Na gut, wieder Schrauben und Muttern. Aber es kann ja sein, vielleicht ist ja da wirklich was drin. So ein Bündel Gras oder so. Und dann übersehen wir das und dann fehlt uns der Hinweis. Deswegen schaue ich jetzt trotzdem hier alles durch. Gut, rechts in der Box, das sehe ich ja. Aber der Vollständigkeitshalber schauen wir auch nochmal diese Box hier an. Ist nichts drin. Gehen wir mal in den Nebenraum hier. More soup? Who in the hell keeps a secret? So, hier haben wir jetzt nämlich auch noch das Buch einmal und einmal noch hier eine Box, die wir dann aufdrehen müssen. Wir drehen erstmal die Box auf, das ist am witzigsten. Hier, nehmen wir einfach mal. Zack. Wieder von Panel Suppen Company und dann drehen wir doch einfach mal eine Runde. Ich habe Hunger auf Gras. Zack. Ja, ganz einfach gemacht. I'd say that's pretty good value for 12 cents. Factory sealed. Someone at the cannery has a lot of explaining to do. So, da stecken mehrere Leute mit drin. Die haben sich einen Job besorgt in dieser Suppenfabrik. Haben dann das Gras da reingeschmuggelt. Die Leute waren es hier auf. Jetzt mache ich die Dose nochmal auf. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Vielleicht ist ja da mehr drin. Und das nur für 12 Cent. Das ist günstig. Also da würde ich auch zuschlagen. Wenn ihr Gras braucht, schaut mal bei eurem örtlichen Einkaufsladen vorbei. Vielleicht haben die ja noch so eine Dose stehen mit Gras. So, Lieferliste. With Juan dead, we need a new suspect, Cole. Is there a pattern to the deliveries? Gibt es ein Muster bei den Lieferungen? Ja, okay. Es werden halt immer hier dieselbe Anzahl geliefert. 50 IBS. Tijuana, hatten wir das nicht schon mal irgendwo? This guy EJ seems to be bringing in most of the serious weight. EJ. Dates and times seem pretty regular. We should notify the border crossing. Those fuckers are probably in on it. Und immer für 2000 Dollar. Seht ihr das? Für 2000 Dollar kauft der Gras ein. Scheiße, ey. So, also dann haben wir das schon mal. Ich guck mal im Buch. Jorge Garcia Cruz suchen. Warte mal. Wo ist denn dieser Cruz hier? Dera Puerto Escudero. Gibt es nicht noch eine andere Seite? Und beziehungsweise... Ah, man kann umschlagen. Okay. Ich muss ja nämlich nochmal diesen Cruz finden. Wie viel der bestellt hat. Ihr guckt euch das an. EG. Eine Seite weiter geht leider nicht. Aber ich glaube, das war's. Ich glaube, wir haben ja jetzt den Namen. Mal gucken, wo wir hin müssen. What now? The soup factory. Where else? Gut, ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Hätte ja sein können, dass wir noch irgendwas vergessen haben. Ich hoffe echt, dass das alle Hinweise waren. Also es ist sehr interessant, ey. Sehr verzwickt. Trotzdem, aber bislang noch alles gut zu verstehen, hoffe ich. Ist hier vorne noch irgendwas Interessantes? Die Leiche können wir uns nicht angucken. Oder ist das der Gerichtsmediziner, der sich einfach mal schlafen legt? Ich glaube, der ist noch hier drin, oder? Ist der hier drin? Ah. Carruthers. I need to get back to it, Phelps. Ah, okay. Ich habe gerade gedacht, sie stehen einfach nur rum, um einen guten Eindruck zu machen. Aber muss ich nochmal irgendwo... Nee, das müsste, glaube ich, jetzt alles gewesen sein. Nee, die haben wir schon angeguckt. Gut, also dann geht es jetzt als nächstes zu Panels Subfabrik.
Das finde ich schon sehr interessant. Also, ich hätte dann auch gern so einen großen Karton, eine große Lieferung. Einmal ins Zentralrevier, für den Chief gibt's einen Karton extra. You know the way. You can drive. So, hier, Parnell Suppenfabrik. Was ist denn dieses 20th Century Market? Wir gehen erstmal zur Suppenfabrik. Warte mal, das ist der Firmensitz und was ist hier? Ach so, das ist nur ein Lebensmittelladen, wo es diese Dosen gibt. Aber dann fahren wir mal dorthin, wo das alles rausgeht. Wo es alles hergestellt wird, versiegelt wird. Das ist sehr interessant. So, und zwar 10:26 Uhr AM. Ist eine große Fabrik. Doch. Hier wird also das alles hergestellt. Laufen wir mal schnell rein. Right. Let's see if we can find out who's been over-seasoning the soup in this place. LAPD. Who owns this factory, ma'am? Mr. Parnell. Howard Parnell. I'll let him know you're here. Please, take a seat. If you don't mind, we'll come with you. If you must. Yes, we must. Auch wieder eine komische You just wanted a Sekretärin. follower, didn't you? You sly dog. I must apologize for my partner's roving eye. He hates saying goodbye, but he loves watching them leave. Give it a rest, Roy. Was ist mit ihm denn los, ey? If you could show these men in to see Mr. Parnell, Doris. They're from the LAPD. Moment, jetzt ist hier unten eine Sekretärin und hier oben, das ist wahrscheinlich die Sekretärin vom Boss. Die wird öfters mal flachgelegt wahrscheinlich. What is going on? LAPD, sit tight, fatso. You could be in very serious trouble. There's no reason to be rude. Take a seat, gentlemen. I'm sure we can sort this all out. Maybe you can explain why we found $5 bags of marijuana in sealed Parnell soup cans. That's an outrageous allegation. How do you explain it, Chubby? We found at least 30 cans, all sealed up tight with your label on them. Can I get a list of your employees? Of course, we have nothing to hide. Doris, can you bring me in the current employee listing? Here it is, Mr. Parnell. On the desk, please. Genau, immer schön lächeln, immer schön die Brüste ins Gesicht halten. So macht man sich an Cole Phelps ran. So, auf geht's. Any name on that list that rings a bell? Ja, irgendwas mit... Was müssen wir jetzt suchen? Jorge Garcia Cruz müssen wir jetzt finden. Ich glaube, auf der anderen Seite ist es hier. Jorge Garcia Cruz. This is familiar. Die Adresse scheint auch zu stimmen. North Los Palmas. Jorge Garcia Cruz. Tja, der jetzt leider erschossen wurde. Ich gehe nochmal auf die andere Seite. Geht nicht, okay. Dann stellen wir mal Howard Parnell. Hat schon einen leichten Haarausfall oben. Ein paar Fragen. The factory sealed cans we found suggest a very professional operation, Mr. Parnell. We're looking for an inside man. I know nothing about this. I want this stopped as much as you do. Ja, dann erzähl uns doch mal, was wir wissen wollen. Tell me what I want to know, Parnell, or I will have half the LAPD down here tearing this place apart. You're hiding something. Am I right in thinking you would not want to pursue misdemeanors outside your drug case? Depending on what you call a misdemeanor, we might be prepared to turn a blind eye. The truth is, I employ a lot of illegals. No one wants to do menial work anymore. Most of my factory staff are wetbacks. The local blacks and Chicanos all want jobs in aircraft factories. Presumably because the pay is a lot better. Und deswegen hat er wahrscheinlich auch nicht so einen guten Überblick, was die da unten machen in der Fabrik. Die können ja alles Mögliche machen. Wenn er hier nur oben sitzt und sich die Eier schaukelt. How are your sales, Mr. Parnell? Just fine and dandy, son. We're entering a new era of prosperity. I hope you're both big soup eaters. Ja, vor allem mit Marihuana drin. Mr. Parnell, do you know what kind of trouble you're in? Come clean with us. Okay, so things are a little flat. We're deciding whether to lower production. It's taken a while to adjust to not having any military contracts. You know, we sold Uncle Sam 5 million cans of minestrone. Auch mit Marihuana drin oder so? Ever heard of Juan Garcia Cruz? Not that I know of. He has a brother employed here. You know him? We employ large numbers of Mexicans. I'm not familiar with them all.
Der weiß schon wieder mehr, als er sagt. Der Typ ist nicht ganz koscher. That's funny, Parnell. He has the same address as his brother Juan, who we shot dead less than an hour ago. You better give me something. Look, I'm not involved in this. I'm getting enough grief from Washington. There's an investigation going on into profiteering. Like a guy shouldn't be able to turn a buck while the war is on. I'm sure thousands of dead Marines sleep soundly knowing that you did okay. Tell us about Jorge Garcia Cruz. Jorge? I had no idea of his last name. His team does daily maintenance on the conveyor belts and cookers. Ja, und das stimmt. Das stimmt ausnahmsweise mal. So he's here now? No, maintenance is at night. Night shift finishes around midnight. He would usually come in around 9 p.m. and have everything ready for the morning shift at 6. We'd like to take a look around the factory floor, Mr. Parnell. I hope we won't have to shut down the line. No, nothing like that. Thank you. I'm grateful for that. I'll show you around myself. Ah, und das Marihuana persönlich in die Dosen rein? Seeing how things are made. This is gonna be like that time I went to the slaughterhouse and couldn't eat steak for a week. Ist, wie es ist. Da unten sehen wir schon, die Fabrik. Und jetzt bin ich mal gespannt. Huch. Was ist das denn? Was hier alles so geschieht. Wer weiß, was die nachts ab 9 Uhr machen dann bis morgens um 6 Uhr. Da warten die sicherlich nicht nur die Fließbänder. Da machen die auch sicherlich ganz viel anderen Blödsinn. This is where the produce comes in. We peel and sort all of the vegetables and add them to the line in regular quantities. Fascinating. Interessant. Das ist wie mit der Schule einen Ausflug machen in irgendein Museum oder so. Aha, guck mal, hier kann man das Gemüse live beim Waschen zusehen. Why don't you keep quiet? You might learn something. Oh, good God. This really is turning into some nightmare school trip flashback. Ja, wie ich schon damals sagte. Oder jetzt gerade sagte. Wie damals auf den guten alten Schulausflügen. In Museen, in irgendwelche Fabriken. Die schon halb zusammenfallen. This is the hopper, which boils and purees the vegetables. The other hopper is for the pasta. This way, please. You're loving this, aren't you, Phelps? The soup is ladled automatically into cans. Next stage is labeling. I'd like to see the packing and dispatch area, if you don't mind. Sure. It's over here. Follow me. Und wo kommt jetzt das Marihuana rein? Zack, da kommt eine Dose nach dem anderen. This is one of our dispatchers. Sergio, right? Yes, sir. These men are from the LAPD. Sergio here records our outgoing deliveries. They all go in the book. Just there on the desk. Na, dann gucken wir uns das auch mal an, bevor wir uns mit dem Typen hier unterhalten. We're looking for repeat business in large amounts, Cole. Nach wiederholt großen Lieferungen. 20 Boxen, nee, guck mal hier, 15. Ah, hier haben wir doch den 20th Century Market. Der wird auch ganz oft geliefert. What are you talking about? Warte mal, darf ich da nochmal reingucken? Weil, guck mal, diesen Market haben wir ja auch auf unserer Liste. 15 Boxen. Die bestellen ganz schön viel innerhalb von, ja, wenigen Tagen eigentlich. Guck mal, hier 2 Tage Unterschied, 2 Tage Unterschied. Hier waren es mal 4 Tage. Also, das ist schon sehr verdächtig. Vor 19.30 Uhr liefern stand da. Hier. Vor 19.30 Uhr. Warum wollen sie das wohl? So, als nächstes unterhalten wir uns. Auftragsbuch, genau. Und jetzt befragen wir mal Sergio Rojas. Can I have a look at that coin? Sure, why not? Wir sehen, das ist nämlich genau dieselbe, Silver dollar, right? die wir schon gerade bei dem Toten gefunden haben. That's right. The markings on it say it's been taken out of circulation. Maybe. I'm not trying to buy anything with it. I like it. Brings me luck. Das brauchst du auch. Und da sehen wir schon die nächsten 3 Buchstaben. ANG, glaube ich, ne? Dieses Masang K. Ich glaube, das müssen wir hinterher zusammenlegen. Wir werden nämlich noch mehr Silberdollarmünzen finden.
Aber zunächst einmal auch ein paar Fragen an Sergio Rojas. Do you have access to the canning area? I do. But I keep to my station. Loading and unloading. Don't care much for soup. Ja, aber vielleicht ja auch für den zusätzlichen Inhalt, der da drin ist. Sergio, if you don't give me something, I'm gonna go to Immigration Services and have you deported. I get a shipment once every 2 weeks. Ernesto does the driving. I don't know his full name. It's delivered here at night, or he gets it canned up. From here it gets sent all over the country. Interessant, interessant. What do you know about the 20th century market? Nada. I get the orders from upstairs. I send the goods where I'm told. And you don't know Juan Garcia Cruz? No, not me. Ja, das ist nämlich gelogen. Und zwar hängen wir ihm jetzt seinen Silberdollar unter die Nase. You're loco, Placa. I got nothing to do with Juan Garcia. Aber komischerweise haben die alle so einen Silberdollar. Aber jetzt muss ich gerade mal gucken. Sergios Silberdollar. So. We found a matching silver dollar on Juan Garcia. What are the odds of that, Sergio? Juan and Jorge are brothers. They're cousins. They work for some evil gabacho. The guy is an aberration. He gives out the silver dollars. Jorge gets me a list of deliveries every morning. 20th Century is always on there. You keep your mouth shut for today and I don't take you in. Do we have a deal? Do I have a choice? Is that a serious question? That's it for now, Sergio. If we need to speak to you again, we'll put in a call to Mr. Parnell. If you have to, I guess. We will be in touch, Mr. Parnell. It is imperative that things appear as normal here. Keep an eye on Sergio in case he gets tempted to blow the whistle. Thanks. I'll do that. You're going to overlook my little immigration problem, aren't you? Cheer up, Fatso. We're gonna let you go on squeezing these poor saps a little while longer. Well, until some commie union types infiltrate this place. So, das war's also fürs Erste, aber wir werden hier nochmal zurückkehren. Glad to be out of that place. Ja, ich habe schon gemerkt, das ist nichts für ihn. Na, das Marihuana hätte bestimmt ganz gut gerochen. So, jetzt fahren wir nämlich zum 20th Century Market. Das ist nämlich jetzt unser nächster Anhaltspunkt. Dort, wo die ganzen Dosen hingeliefert werden. Und da werden wir auch jemanden haben, der so eine Silbermünze hat. Aber seht selber. So, und zwar hier. 10:38 PM, das geht alles ziemlich schnell, ey. Let's take a look at what's going on. Ah, erstmal von Weitem ein bisschen schauen. Either these customers are serious soup lovers, or I think we found our middleman. Car 11 King to KGPL. Car 11 King, go ahead. I'm requesting assistance in a B-Wagon at 20th Century Markets, 1558 North Highland. Numerous narcotic suspects. Code 2 only, no sirens. 11K, roger. Okay. Cavalry should be here any minute. So, können wir dann auch reingehen? Guck mal, da kommt sie schon. Aha. Sehr unauffällig, muss ich sagen. LAPD, nobody move! I'll take my chances. Aha. Das riskiere ich, sagt er. Junge, du hast echt verschissen. Guckt euch das an. Wenige Meter, ey. Der hat null Chance, ey. Zack. Wärst du mal lieber stehen geblieben. Hättest dir das alles erspart. Whatever you're carrying, hand it over. Aha, guck mal an. Frisch eingepacktes Marihuana. About half a can left. I guess that makes me a pessimist. Das ist aber schade, dass wir hier so ein Bündel gefunden haben. You can't take me in. Take you in? Be glad he didn't shoot you. I wouldn't have chased you.
If it was up to me, you'd be talking out of a hole in the back of your I head. want information. Senor, I would like to help you, but I got a family in Mexico I have to provide for. And my compadres are very unreasonable. Your compadres? Turn out your pockets. Jetzt hat er sich nämlich selber verraten. Eine weitere Silbermünze. Ha, wer hätte es gedacht. I need Ray to run down these silver dollars. Die stecken alle mit drin. To make a deal, I need guarantees. You have identification? Auch wieder so ein illegaler Arbeiter hier. Aber gut, hatten wir ja gerade schon mal. Erst das Geld. Gut, das zählt nicht zu den Hinweisen. Aber sein Ausweis, der sieht ein bisschen anders aus, denn ist auch ein mexikanischer. Sanchez Erto, Mexican, Tijuana address. Kein Aufenthalt hier in Amerika. Also ist er illegal hier wahrscheinlich. Wie gerade schon gesagt. Here's the deal, Erto. You give me information and I won't give you to immigration. Das ist ein einfacher Deal. 37. Sieht aus wie Mr. Bean, so ein bisschen. Give me EJ, the driver bringing in the shipments, or I'll make you for it. I run the shop. That's all I do. Ja, das ist gelogen, denn wir haben seine Tell me the Münze. goddamn truth. You are in this with the others. I told you I know them. I told you my family's at risk. What makes me part of their gang? Dein Silberdollar. Mensch, dass die alle so doof sind und sich selber verraten, ey. You have a silver dollar, Erto, just like Juan. I'm sure Ernesto and the rest have them as well. The silver dollars are his mark. Whose? Give me a name. None of us are allowed to see him. His creatures carry his orders to us. If I gave you his name, I would be buried alongside my wife and children. If you don't give us something, you will rot in jail while your family starves on the street. Ernesto Juarez, tonight at 1 a.m. He's bringing the truck into the soup factory. Please help me, sir. Ernesto can be very cruel. Tja, geht doch. Bisschen kooperativ, aber das geht. Tell me about the soup cans. The soup is very popular, as you can see. Da muss ich jetzt gerade nochmal schauen. Panel zur Umlieferung. Ich glaube, das müssen wir anzweifeln. Bin ich der Meinung. Ich gehe jetzt gerade nochmal in die Institution, weil ich jetzt gerade die Antwort nicht finde. Ja, anzweifeln. Alles klar. The real funny, wise guy. You want to try saying that again with no teeth? I get a delivery at 7:30 every other day from the factory. Jorge organizes everything. Jorge González. So, und Juan und Jorge Cruz. We know about Jorge and Juan. Juan is dead. Tell us how you know the Cruz boys. Ernesto put together this thing. He brought in Juan, Juan brought in Jorge. Stimmt. Da sagt er ausnahmsweise mal die Wahrheit. Continue. I was already here. Ernesto knows I'm illegal, so he threatened to report me if I didn't help. And the money is good. The gringos and the gringas, they love the reefer. And I didn't want to have to leave and start again in San Francisco. You're breaking my heart. You're under arrest, Erto. I'll speak to the DA and see if he will agree to not seize your assets or deport you. That's the best I can do. Tja, die sitzen alle ganz schön tief in der Scheiße mit drinne. Aber wer weiß, was da hinter den Kulissen alles gelaufen ist. So, jetzt haben wir Panel Suppenfabrik um 10 Uhr PM. Also jetzt, wenn der Laster geliefert wird, also wenn der Laster kommt und die Lieferung bringt. Freddie said they were moving 50 pounds a week. That's a lot of soup cans. I think this is an interstate operation. Moving dope around the country to selected grasshoppers. Local weed gets distributed in the usual way, through Pachuco street punks. Someone must know something about this drug baron character. Here they come. Let them unload the goods first. Also ein bisschen entspannen und zurücklehnen. Now? Let's get them. Auf geht's. Zugriff, jetzt. Razzia in Panel Suppenfabrik. Aber holla die Waldfee. Zack. Und dann nehmen wir uns mal eine schicke Schrotflinte hinten. Aus dem Kofferraum. Let's go.
Ah, oder dieses MG. Stopp, ich will dieses MG haben. Zack. Damit geht's jetzt ab. Das glaubst du aber. Jetzt folgt eine Schießerei nach der anderen. Got your back. LAPD, put your hands where we can see them. Put your weapons down and your hands. So, auf geht's. Ah, da ist schon der erste. Scheiße, ich muss ein bisschen hier zur Seite. Wie viele Leute sind denn hier, ey? Verdammte Scheiße. Zack, der erste ist weg. Da hinten ist der zweite. Ich muss jetzt ein bisschen in Deckung, sonst bin ich gleich down. Da oben ist der nächste. Na komm, schau hoch mit deinem kleinen Schädel. Na, ich muss das anders machen. Da hinten schießt einer. Da hat doch gerade einer rumgeschaut. Zack. Da ist der Kopf weg. Da ist der Kopf weg. So, jetzt gehe ich einmal hier hinter. Na los, komm. Jetzt sind da oben noch zwei Typen. Da ist der eine. Zack. Und wo ist noch einer? Komm, einer ist noch da. Jetzt muss ich ja extra den Weg hoch machen, oder was? Ach, okay. Die Arbeit mache ich mir gerne für so Typen. Da gehe ich auch gerne mal einen Umweg. Zack, 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 zack. Da ist er. All clear? I think that's the last of them, Cole. So, dann geht's jetzt auch ans Hinweise suchen. Jetzt kommen wieder alle typischen Leute, Gerichtsmediziner, Spurensichere Suche. Found something here you probably want to see. Okay, then show me. Wieder einer mit einer Silbermünze, ich glaube ja. Und zwar hier in der Hand. Aber ich schaue jetzt gerade noch mal die anderen Sachen hier durch oder die anderen Körperteile. Da ist nämlich noch ein Personalausweis hier oben in der Brusttasche. Auch wieder illegal. Guck mal, der hat auch nur den mexikanischen Ausweis. Tijuana address. We should see what the federales have on him. Ah, das ist also dieser Ernesto Juarez. Über den der andere gerade sprach. The Sea of Grass. United Artists Theater. Admit 1. Endlos ist die Prärie. Ja gut, hilft uns jetzt auch nicht weiter. Also wir haben den Ausweis, das ist schon mal wichtig. Und jetzt noch die Münze. Vorher gucke ich aber mal in die andere Hand. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Nicht, dass er auf einmal was anderes in der Hand hält. So, zack, einmal die Münze. $1 per dead man. Und da sind jetzt die letzten Buchstaben ALS. $1 pro Leiche. Ja, dann hätten wir jetzt schon $3. Beziehungsweise 2, der eine lebt ja noch. So, jetzt muss ich gerade mal gucken nach unseren Hinweisen hier. Ernesto Silberdollar. Verpackte Marihuana-Lagerung. Take a look in these boxes. Alter Vater. At the very minimum, another 50 pounds. Krass. Detectives, I think we got the guy. Does the name Cruz mean something to you? It certainly does. Okay, dann gehen wir dem mal hinterher. Aber krass, ne? Diese große Fabrik wird dazu genutzt, um sowas hier abzustellen. Und dann in diese Dosen zu verfrachten. Um sie dann tagsüber oder bei der Nachtschicht zusammenzuschweißen. Und in großen Kartons in den ganzen USA zu verbreiten. Ah, guck mal. Hier liegt noch einer. Was hat er denn da? Ah, mein Monatsgehalt. Guckt euch das an. Ich möchte nicht wissen, wie viel das sind. $1,000 here. Tja, der Deal wäre ja auch über die Bühne gegangen, wenn wir nicht dazwischen geprescht wären. Hat der noch irgendwas? Ja, eine weitere Münze. Ey. Yet another silver dollar. Jorge Silberdollar. Jetzt haben wir aber 3. Looks like quite a bloodbath. What was this all about? Drugs and money. What else? Speaking of money, where did that roll go? I picked it up for safekeeping. The department owes me 50. Ray, I have another 2 coins for you. Great. I've got something to show you. It's all set up on the table over here. There. Take a look at these coins you've been collecting. There are letters cut into each coin, along with not legal tender. Tja. Und die müssen wir jetzt nämlich in die richtige Reihenfolge bringen. A number of smelters around the country had the contract. Look at them together. Can you work out what it says?
Natürlich, denn das haben wir am Anfang gesehen in der ersten Schießerei. Und zwar Ma Sang Kei, bin ich der Meinung. Warte mal. Ma Sang. Jetzt wechsle ich gerade einmal. Ich hoffe, das ist so richtig. Ma Sang Kei Metals. Nee, Moment. Erst hier hinten und dann muss ich noch die beiden Münzen einmal wechseln. Ma Sang Kei Metals. The first coin, MAS. The second, ANG. The third, KAY. The fourth, MET. The fifth, ALS. Masankey Metals. Masankey Metals. A metal foundry. Would you like the address? Would I ever? 1034 Vine Street, Hollywood. We'll finish up here. It's already been a long night, Phelps. See if you can talk them into giving themselves up. Wir erschießen die einfach. Das ist nämlich jetzt unsere letzte Aufgabe. Wir müssen da nochmal eine Schießerei, ja, beenden oder eine Schießerei führen. Und dann haben wir es, glaube ich, geschafft. Wo gehen wir denn jetzt am schnellsten raus? Ist das hier hinten? Ah, nein, gefangen. Ich war doch hier schon so oft. Da hinten geht's raus. Die anderen räumen hier auf. Dann haben wir unser Gröbstes hier erledigt. Eieiei. Also $4, ne? Pro Leiche. Eine $-Münze. You drive. Masankey Masankey Metals. Stillgelegtes Altmetallwerk. Ja, solche Gebäude werden ja gerne benutzt, um sowas hier abzuliefern. Und mit illegalen Einwanderern, da wäre ich mir auch immer nicht so sicher. Die haben auch ganz schön viel Dreck am Stecken. So, das ist jetzt unsere letzte Aufgabe und dann, glaube ich, haben wir es geschafft. Masankey Metals Lagerhaus, 10:24 PM. Locked. We need another way in. Ich glaube, irgendwo um die Ecke rum. Ich gucke mal hier, ob wir über die Mauer rüberkommen. Ach, hier, guck mal. Da ist nämlich ein kleiner Spalt nicht mit Elektrozaun oder mit Elektrozaun mit Stacheldraht abgebunden. So, und ich bin der Meinung, warte mal, hier hinten geht's rein. Ganz langsam und vorsichtig. Irgendwo. Also wir sind gleich da. Cover the back door, Roy. So. Hier beginnen wir jetzt nämlich eine weitere Schießerei. Zack. Die wollen nämlich jetzt schon alle verschwinden. Das könnt ihr euch abhaken. Zack. Der dritte geht da oben hoch. Ah, fuck, den kriege ich von hier nicht so ganz. Stay down. Lol, er geht einfach ganz entspannt. Hat der hier ein MG? Ne, die haben auch nur eine Shotgun, ne? Hier ist der Typ hochgegangen. So, Roy ist hier. I'll tell you when I see what's waiting for us at the top. Ah, guck mal, der hat so ein geiles MG. Das nehme ich mir gerade mal. Guck mal, danke, dass du das MG für uns aufbewahrt hast. Zack. Weil mit dem MG lässt sich das jetzt alles viel schneller lösen und behandeln. Zack. Aber hier sind noch mehr, das war's noch nicht. Hier müssen irgendwo noch welche sein. Oh. Na los, komm hoch. Zack. Jetzt geht's noch weiter. Oh Gott, gibt's ja noch einen Aufgang. Oh, schnell nach unten. Da ist noch einer. Oh fuck, die kommen jetzt von vorne und von hinten. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unglücklich. Na komm. Schau hervor. Genau, dann halt mit der Münze. Aber ist der jetzt hier noch? Ne, der ist tot. Aber irgendwo hat doch noch einer geschossen. Wo war der? Ich glaube, hier hinten ist er drin. LAPD, hands up! Victor Sanders. You know this guy? I should have known. Of course I know Roy. Roy and I have had an arrangement for Get many up. years. You're under arrest. Am I? We have a mountain of prima facie evidence, as well as the You'd testimony. be surprised how things have a habit of sorting themselves out. Evidence disappearing. Witnesses that can't be found. Policemen that forget. The impossible becomes probable when you have a client list like mine. Shut your mouth! Turn around and put your hands behind your back.
Working vice can be a thankless task, Phelps. But on behalf of the brass and the moms and dads and the concerned citizens, I'd like to commend you and your partner for smashing this dope ring. Reefer is almost as big a threat to the children of this city as communism. What about Sanders, Lieutenant? Leave Sanders to me, Phelps. The chief will be looking after that one personally. He will be brought to trial. Phelps, we are celebrating your success. Don't push your luck. Sanders is no longer your problem. Hat sich jetzt nicht irgendwie nach einem guten Abschluss angehört. Und Roy, wenn der wirklich davon gewusst hat, warum hat er uns davon nicht schon früher erzählt? Also, ist alles sehr, sehr merkwürdig. Egal. Unterm Strich haben wir wieder 5 Sterne. Auch ohne Victor Sanders wird die Auflösung des Parnell-Drogenrings in die Geschichte des LAPD eingehen. Alle Hinweise gefunden, alle 9 Fragen richtig und damit verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns zur nächsten Folge und zum nächsten Fall in L.A. Noire wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.